Das Ciara-Projekt interessiert sich für Wechselwirkungen zwischen Mensch und Umwelt, wie sich beide gegenseitig beeinflussen. Das kann man versuchen zu simulieren und die Wissenschaft tut das schon seit langer Zeit. Ein kompliziertes, komplexes, sozial-ökologisches System kann man zum Beispiel modellieren mit sogenannter agentenbasierter Simulation. Das ist sozusagen der State of the Art der Modellierung. Was macht man dabei? Man hat irgendwelche Modellkomponenten, die die natürlichen Systeme abbilden, wie zum Beispiel das Klimasystem, Meeresspiegelanstieg, Ernte, solche Dinge. Und man hat Modellkomponenten, die den menschlichen Teil abbilden. Die kann man sich so vorstellen, ein bisschen wie ein Computerspiel, aber nicht um zu unterhalten, sondern mit wissenschaftlichem Anspruch. Diese sogenannten agentenbasierten Modelle enthalten eine Beschreibung dessen, was es für Akteure gibt, zum Beispiel Haushalte, Firmen und Regierungen. Sie beinhalten eine Beschreibung, was diese Akteure tun können, wie in einem Computerspiel, die Charaktere. Und sie beinhalten auch eine Beschreibung dessen, was diese Akteure tatsächlich tun. An der Stelle wird es allerdings fragwürdig. Denn um zu sagen, was die Leute tatsächlich tun, muss man auf mehr oder weniger etablierte sozialwissenschaftliche Theorien zurückgreifen. Und die Sozialwissenschaften sind sich aber keineswegs einig darüber, was menschliches Handeln antreibt. Manche sagen, die Akteure sind rational, die optimieren irgendwas. Andere sagen, nein, die handeln anhand von Heuristiken. Es ist keine Einigkeit in der Sozialwissenschaft. Deswegen machen wir bei Ciara jetzt Folgendes. Wir nehmen diese agentenbasierten Modelle und behalten alles, bis auf die Beschreibung dessen, was die Akteure tatsächlich tun. Wir behalten die Beschreibung, welche Akteure es gibt, was sie tun können. Und den Teil, der beschreibt, was sie tun, den ersetzen wir durch reale Menschen. Wir lassen also reale Teilnehmer eines sogenannten sozial-ökologischen, partizipativen Experiments interagieren mit dem Modell und Entscheidungen für diese Charaktere in dem Spiel treffen. Alles mit wissenschaftlichem Anspruch, um herauszufinden, wie Mensch und Gesellschaft und Klimawandel zusammenwirken.